Nach einer dramatischen Wendung der Ereignisse im Herzen der Arktis war eine Eisbärenmutter hilflos und konnte ihr Junges nicht vor der Gefahr schützen. Als alle Hoffnung verloren schien, sehen Sie, wer zur Hilfe kam. Was als nächstes geschah, wird Sie in Erstaunen versetzen. Ein seltsames Geräusch durchbrach die gewohnte Stille. Ein gedämpfter, verzweifelter Schrei, der scheinbar aus den Tiefen der schneeweißen Weiten drang. Dieser Laut ähnelte nichts, was Ymir jemals zuvor gehört hatte. Es war eine eindringliche Mischung aus Angst und Verzweiflung. Ymir hielt bei seinem gewöhnlichen Rundgang inne und legte den Kopf schief, um die Richtung des Geräusches zu bestimmen. Es schien von einer Eisbrücke zu kommen, die die beiden Ufer eines Flusses verband. Mit jedem Augenblick wurden die Schreie lauter und verzweifelter. Getrieben von einer Mischung aus Neugier und Besorgnis legte Ymir seine Ausrüstung beiseite und eilte zur Quelle des Geräusches. Sein Herz klopfte vor Angst und Entschlossenheit. Als er sich der Brücke näherte, wurde das eisige Unterholz lichter und die Schreie wurden deutlicher und schriller. Nachdem er sich durch die letzten Felsen gekämpft hatte, stieß Ymir auf eine Szene, die ihn tief erschütterte. Dort, auf einem kleinen Stück Land, zappelte ein junges Bärenjunges im Schnee. Seine Versuche, sich auf den Beinen zu halten, wurden mit jeder Sekunde schwächer. Die Augen des Jungen waren voller Panik, während es im kalten Schneesturm feststeckte und sich offensichtlich am Rande einer Katastrophe befand. Ymir erstarrte. Er wusste, dass Eisbären gefährlich sind, besonders wenn sie verletzt oder verängstigt sind. Ymir fragte sich, wo wohl die Mutter war, und blickte sich aufmerksam um, wobei er den Schnee nach Anzeichen für die Bären absuchte. Als sich seine Augen an das trübe Licht gewöhnt hatten, das durch die Wolken drang, bemerkte er in der Ferne etwas Weißes. Bei näherem Hinsehen entdeckte er die Bären. Ihr Bein war in einem Wilderernetz verheddert, das im festen Eis verankert war. Ihre Augen waren geweitet vor Panik und Schmerz, während sie versuchte, sich aus der Falle zu befreien, doch ihre Versuche, zu ihrem Jungen zu gelangen, wurden durch den grausamen Rückhalt zunichte gemacht. Ymirs Herz sank, als er diese Szene sah. Die Mutter war in der Falle gefangen und unfähig, ihrem Jungen zu helfen. Ihm wurde klar, dass es an ihm lag, das Kleine zu retten, und er musste schnell handeln. Ohne Zeit zu verlieren, näherte sich Ymir vorsichtig dem Rand des Eises. Er zog seine Schuhe aus und krempelte die Ärmel hoch, bereit, den kalten Schnee zu betreten. Sein Herz raste, als er in das eisige Wasserloch trat. Bei jedem Schritt wirbelte Schneestaub auf. Der Schnee war tiefer, als es schien, er durchtränkte seine Kleidung und kühlte seine Haut, doch er konnte den Blick nicht von dem zappelnden Jungen abwenden. Langsam streckte Ymir die Hand aus und versuchte, das verängstigte Bärenjunge mit sanfter Stimme zu beruhigen. »Alles ist gut, Kleiner«, murmelte er. Das Junge, das die Anwesenheit eines Retters spürte, schien sich ein wenig zu beruhigen. Seine hektischen Bewegungen ließen nach, als Ymir näher kam. Schließlich, als er nur noch eine Armlänge entfernt war, senkte Ymir seine Hände in den Schnee und hob das Junge vorsichtig hoch. Der junge Bär war überraschend leicht, sein kleiner Körper zitterte vor Kälte. Er trug ihn zurück ans Ufer und drückte ihn fest an seine Brust, um ihn zu wärmen und zu beruhigen. Da er wusste, dass er die Mutter nicht in diesen Zustand zurücklassen konnte, näherte sich Ymir ihr vorsichtig. Er untersuchte das Netz und das Schloss und überlegte, wie er sie befreien konnte, ohne ihr zusätzliches Leid zuzufügen. Doch bevor er versuchen konnte, die Bären zu befreien, hörte Ymir das Knirschen von Schnee und das herannahende leise Gemurmel von Stimmen. Sein Herz sank, als ihm klar wurde, dass die Wilderer zurückkehrten, womöglich um ihre Fallen zu kontrollieren. Er schätzte die Lage schnell ein und suchte nach einem Ort, an dem er das Junge und sich selbst verstecken konnte. Die Dringlichkeit der Situation erforderte schnelles und entschlossenes Handeln. Ymir platzierte das Bärenjunge vorsichtig tief in den Schneegestrüppen und stellte sicher, dass es vor zufälligen Blicken gut verborgen war.
Dann bezog er Stellung an einem Ort, von dem aus er die herannahenden Männer beobachten konnte, ohne selbst entdeckt zu werden. Von seinem Beobachtungsposten aus sah er 2 Männer in schmutziger Kleidung mit Gewehren und Netzen auf den Schultern. Sie sprachen mit leisen, rauen Stimmen und lachten gelegentlich, offensichtlich ahnungslos über die Anwesenheit des Retters. Als sich die Wilderer der Bären näherten, knurrte diese und zerrte an dem Netz. Einer der Männer holte einen Schlüsselbund hervor, wahrscheinlich um die Sicherheit des Schlosses zu prüfen. Als Ymir das sah, begriff er, dass sich ihm eine kleine Gelegenheit bieten könnte, die Werkzeuge der Wilderer gegen sie selbst einzusetzen, wenn es ihm gelänge, sie abzulenken. Lautlos hob er ein kleines Stück Eis auf und warf es in eine Richtung, weit weg von dem Versteck des Jungen. Das Geräusch erregte die Aufmerksamkeit der Wilderer und sie drehten sich zum Lärm um, wobei sie ihre Gewehre hoben. »Was war das?« Einer von ihnen flüsterte etwas. »Geh nachsehen«, sagte der andere und nickte in Richtung der Geräuschquelle. Als sie sich für einen Moment abwandten, nutzte Ymir seine Chance. Er bewegte sich schnell, duckte sich und blieb unbemerkt, bis er die Stelle erreichte, an der die Wilderer ihre Ausrüstung gelassen hatten. Schnell fand er einen schweren Haken, der geeignet war, das Schloss aufzubrechen. Gerade als er zur Bären zurückkehren wollte, hörte er, wie die Wilderer zurückkamen, ohne etwas im Schnee gefunden zu haben. In dem Wissen, dass die Zeit ablief, traf Ymir eine mutige Entscheidung. Er trat aus seinem Versteck hervor, den Haken in der Hand, sein Gesichtsausdruck entschlossen. »Verlass diesen Ort«, sagte er fest und stellte sich zwischen die Wilderer und die gefangene Bärin. »Und kommt nie wieder zurück.« Doch der Wilderer lachte nur herablassend, und ein Grinsen stahl sich auf seine Lippen, als er Ymirs einsame Gestalt musterte. »Glaubst du, du kannst uns erschrecken?« spottete er und umklammerte sein Gewehr fester. Ymir stand fest, und der Haken in seiner Hand war nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Symbol seiner Entschlossenheit. »Ich werde nicht zulassen, dass ihr sie mitnehmt. Das hat jetzt ein Ende«, erklärte er mit einer Autorität in der Stimme, die die Wilderer für einen Moment zögern ließ. Als er ihr Zögern bemerkte, nutzte Ymir den psychologischen Vorteil. »Schaut euch um«, fuhr er in scharfem Ton fort. »Glaubt ihr, ihr seid hier allein? Öko-Wächter patrouillieren regelmäßig in diesem Gebiet, und es wird nicht lange dauern, bis sie hier auftauchen. Wollt ihr wirklich riskieren, erwischt zu werden?« Die Erwähnung der Kontrollbehörden ließ die Wilderer nervöse Blicke austauschen. Sie waren es gewohnt, im Geheimen zu operieren, und die Möglichkeit, mit Naturschutzbehörden konfrontiert zu werden, war ein Risiko, mit dem sie nicht gerechnet hatten. »Geht jetzt, und ich werde das nicht melden«, fügte Ymir hinzu und blöffte, um ihren Abzug zu beschleunigen. »Bleibt hier, und ihr werdet es nicht nur mit mir zu tun haben.« Nach einer spannungsgeladenen Pause senkte der Wilderer mit dem Gewehr dieses langsam, ohne den Blick von Ymir abzuwenden. »Das ist es nicht wert, sich darüber Sorgen zu machen«, murmelte er widerwillig seinem Partner zu. Mit einem letzten misstrauischen Blick auf Ymir zogen sich die Wilderer zurück und verschwanden im Schneegestöber. Ihr Abgang war nur noch vom Rascheln der Schneeflocken markiert. Sobald sie außer Sichtweite waren, atmete Ymir tief durch und die Anspannung wich von seinen Schultern. Er näherte sich langsam der Bären und sprach in beruhigendem Ton auf sie ein. Mit vorsichtigen Bewegungen riss er das Netz auf, das sie gefesselt hielt, und als es klirrend zu Boden fiel, entspannten sich ihre Muskeln sichtlich. Die Bärin machte einen vorsichtigen Schritt nach vorn, schnupperte an der Luft und genoss die neu gewonnene Freiheit. Dann lief sie schnell dorthin, wo ihr Junges versteckt war, und gab leise, ermutigende Laute von sich. Das Junge, das die Stimme seiner Mutter hörte, tauchte auf und rannte zu ihr. Ihre Wiedervereinigung war von sanftem Nasenstupsen und einem beruhigenden Brüllen geprägt. Als Ymir beobachtete, wie die Bären in den sicheren Weiten der Arktis verschwanden,
spürte er eine Welle der Erleichterung. Heute hatte er gute Arbeit geleistet. Er fragte sich, ob er diese majestätischen Geschöpfe jemals wiedersehen würde. Er ahnte nicht, dass sein Wunsch bald in Erfüllung gehen sollte. Einige Monate waren vergangen, seit Ymir die Bären aus dem Wilderernetz befreit hatte. Nach der Schneeschmelze hatte die Natur ihre Kraft zurückgewonnen. Doch die Gefahr, die in den Schatten lauerte, blieb bestehen. Die von Gier getriebenen Wilderer tauchten immer noch auf, und die Tiere waren stets auf der Hut. An einem sonnigen Morgen wanderte Ymir über das endlose Eis und absolvierte eine seiner üblichen Patrouillen. Die vor Kälte gesättigte Luft biss in seine Haut, und die hellen Sonnenstrahlen blendeten ihn. Als er an einem Gebiet vorbeikam, das für sein faszinierendes Weiß bekannt war, fingen seine scharfen Augen eine kaum merkliche Störung der gewohnten Landschaft ein. Eine kleine Unstimmigkeit, die auf kürzliche menschliche Aktivitäten hindeutete. Sein Herzschlag beschleunigte sich, als er der kaum sichtbaren Spur folgte. Die Spuren waren frisch, was darauf hindeutete, dass die ungebetenen Gäste noch irgendwo in der Nähe sein könnten. Als die Sonne höher stieg, bemerkte Ymir eine dünne Rauchwolke, die in der Ferne in die Luft stieg. Ein sicheres Zeichen für ein Lager. Er duckte sich tief, nutzte den Schnee als Deckung und näherte sich vorsichtig. Die Geräusche aus dem Lager wurden vom arktischen Wind gedämpft, doch als er näher kam, wurden die leisen Stimmen sprechender Männer hörbar. Ymir hielt inne und schätzte die Situation ein. Er war allein und unbewaffnet, abgesehen von einem kleinen Messer, das er für Notfälle bei sich trug. Es war gefährlich, näher heranzugehen, aber er musste wissen, wer dort war und was sie taten. Vorsichtig schlich er voran, bis er durch den Schnee das improvisierte Lager erkennen konnte. Dort waren 3 grobschlächtige Männer, die sich um ein kleines Feuer konzentrierten, auf dem etwas in einem Kessel kochte. Um sie herum lagen verschiedene Jagdutensilien, Netze und ein paar Gewehre, die gegen das Eis lehnten. Ymir dachte fieberhaft nach. Er wusste, dass er handeln musste, aber eine direkte Konfrontation war zu riskant. Stattdessen entschied er sich wegzuschleichen, um später die Behörden zu informieren. Gerade als er sich leise von der Lichtung zurückzog, knackte unter seinem Fuß die gefrierende Schneekruste. Ein leises Geräusch, aber laut genug in der vorübergehenden Stille. Die Männer fuhren beim Lärm herum. Ymir erstarrte, sein Herz hämmerte in seiner Brust. Als ihm klar wurde, dass er entdeckt worden war, kalkulierte er schnell seine Fluchtwege. Als die Männer ihre Gewehre ergriffen und auf ihn zuliefen, wurde die Kälte, die zuvor ein Hindernis gewesen war, nun zu seinem Verbündeten und verbarg seine Bewegungen, während er in die Tiefen der schneeweißen Weiten entwich. Sein Pfad war schmal und sein Atem schwer, während er den Abstand zwischen sich und den Wilderern vergrößerte. Gerade als er dachte, er sei in Sicherheit, packte ihn eine grobe Hand an der Schulter, drehte ihn um und drückte ihn auf das Eis. Die Plötzlichkeit des Angriffs verschlug ihn den Atem. Einer der Wilderer, offenbar der Anführer, grinste ihm direkt ins Gesicht. »Dachtest du, du könntest uns ausspionieren und einfach so davonkommen, was?« Der Griff an seinem Arm war eisern, als der Mann sein Handgelenk hinter den Rücken drehte. Schmerz flammte auf. Sie waren wütend und beschuldigten ihn ihrer jüngsten Misserfolge und Verluste, die sie aufgrund seiner Bemühungen zum Naturschutz erlitten hatten. Während sie seine Hände mit groben Seilen fesselten, zischte einer der Wilderer: »Du warst uns viel zu lange ein Dorn im Auge. Es ist Zeit, dich endgültig loszuwerden.« Angst ergriff Ymir, als er den Ernst seiner Lage begriff. Die Wilderer schleppten ihn tiefer in die eisigen Weiten, weit weg von jeglichen Pfaden, die Passanten sehen könnten. Ymir raste in Gedanken und suchte die Umgebung nach Fluchtwegen ab, doch er wurde fest im Griff gehalten und die Wilderer waren wachsam. Als sie an einem abgelegenen Ort ankamen, hob der Anführer der Wilderer die Hand und gab das Signal zum Anhalten.
»Das reicht. Hier wird ihn niemand finden«, sagte er düster. Während sich Ymir auf das Schlimmste gefasst machte, erregte ein plötzliches Geräusch im Schnee die Aufmerksamkeit aller. Eine furchterregende Eisbärenmutter tauchte aus den Schatten auf. Ihr Blick war fest auf die Männer gerichtet, die Ymir festhielten. In den vergangenen Monaten hatte sie den Mann, der sie gerettet hatte, nicht vergessen und seinen Geruch am Klang seiner Stimme wiedererkannt. Sie näherte sich lautlos, aber schnell. Ihre Absichten waren klar. Die Wilderer wurden völlig unvorbereitet getroffen. Angst spiegelte sich in ihren Gesichtern wider, als sie die Bären sahen. Vor Schreck lockerten sie ihren Griff um Ymir für einen Moment, und er nutzte dies sofort aus. Er versuchte sich zu befreien, und es fiel ihnen schwer, ihn festzuhalten. Als sie spürte, dass ihre Aufmerksamkeit abgelenkt war, ging die Bären zum Angriff über. Die Wilderer, überwältigt von der plötzlichen Bedrohung, versuchten ihr Leben durch Flucht zu retten und ließen Ymir los. Während sie davonrannten, stellte sich die Bärin zwischen die fliehenden Männer und Ymir und sorgte dafür, dass sie keinen zweiten Versuch unternahmen, ihm zu schaden. Nachdem sie sichergestellt hatte, dass sie sich zurückgezogen hatten, wandte sie ihre Aufmerksamkeit Ymir zu, der nun versuchte, die Seile zu lösen. Vorsichtig näherte sie sich und biss behutsam in die Seile. Ymir begriff ihre Absicht und ließ sie die Fesseln mit ihren Zähnen durchtrennen. Wenige Augenblicke später war er frei. Er erhob sich und wandte sich der Bärin zu. Sein Herz war voller Dankbarkeit. »Danke«, sagte er leise und streckte unsicher die Hand aus. Sie sah ihn schweigend an. Ihr Blick war intensiv, aber ruhig. In diesem Moment entstand ein tiefes Verständnis zwischen Mensch und Tier, ein gegenseitiges Bewusstsein für die Risiken, denen sie ausgesetzt waren, und den Schutz, den sie einander geboten hatten. Während der kalte Wind weiterhin um sie herum wehte, standen sie schweigend da, Verbündete im wahrsten Sinne des Wortes. Der Moment verging. Mit einem abschließenden Nicken in Ymirs Richtung drehte sich die Bärin um und ging langsam zurück in die Welt der schneeweißen Weiten. Ihre Schuld war beglichen. Die unerwartete Tat der Bärin und ihre entschlossene Verteidigung von Ymir prägten sich für immer in sein Gedächtnis ein. In den folgenden Tagen ertappte sich Ymir oft dabei, wie er in die arktische Ferne blickte und an die Eisbärenmutter dachte. Er wusste, dass sie irgendwo da draußen war. Die Verbindung, die zwischen ihnen entstanden war, zeigte ihm einmal mehr, welchen unglaublichen Einfluss Menschen haben können, wenn sie sich entscheiden, die natürliche Welt zu schützen und zu pflegen. Die Begegnung mit der Bärin war nicht einfach, aber gleichzeitig sehr lohnend. Jede gute Tat trägt zweifellos ihre Früchte. Was denken Sie über diese herzergreifende Geschichte? Bitte lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns in der nächsten.